Antje, übernimmst du dann die Schärferegelung an der Kamera? So rum? In die Richtung hier? Okay. Lockdown, Social Distance, Wohnzimmerkonzert, Hygienemaßnahmen, Infektionsschutzgesetz, Abstandsregeln, Lockdown, Shutdown, laufende Strategie, Kontaktverbot, Abstandsregeln, Hygienevorschrift, Schutzmaßnahmen. Mein Onkel hat eine Allergie, die Heuschnupfen heißt. Normalerweise packt er das, weil er einfach verreist. Jetzt stirbt er zwar nicht an Corona, dafür verreckt er dann, weil er nicht mehr auf die Nordseeinseln fahren kann. Meine alte Tante hatte einfach einen Husten. Sie war getestet und Corona-frei. An der Apotheke sah sie dann ein fettes Schreiben. Sorry, aber Huster müssen draußen bleiben. Jetzt haben wir nicht nur Angst vor Tod, wir haben auch Angst zu leben. Es muss doch auch noch andere Möglichkeiten für uns geben. Wir werden im Moment aufs Überleben reduziert. Die digitale Welt ersetzt nicht das, was man spürt. Die meisten Menschen handeln doch von sich aus ganz vernünftig. Zumindest offiziell sind wir Erwachsenen auch mündig. Wir brauchen keine Wachtops und denunzierenden Kontrollen, weil die meisten Menschen ja gesund bleiben wollen. Es gibt auch alte Menschen, die möchten selbst entscheiden, ob sie was riskieren oder allein im Zimmer bleiben. Wir waren und wir sind bereit, ganz vieles mitzutragen. Wir haben ja nur einige grundsätzliche Fragen. Wie soll es weitergehen? Was wird noch alles kommen? Welche Art Beschränkung wird dann wieder vorgenommen? Was ist mit der Berufsfreiheit, dem Recht, sich frei zu bewegen? Ist das nötig? Bestimmen nur noch wir in unser Leben. Ja, was ist eigentlich mit Sex und mit der freien Liebe? Wir alle haben doch unsere sozialen und anderen Triebe. Wie sollen sich Tinder-Dates mit 2 Meter Abstand paaren? Die künstlerische Freiheit, wie können wir die so bewahren? Was ist mit unserem Menschsein? Ist ein Freund nun auch ein Feind? Weil in ihm vielleicht ja schon ein böser Virus keimt. Sind wir nur noch Zahlen in der Pandemie-Statistik? Oder ist im Leben auch noch etwas anderes wichtig? Die zweite Welle oder ein neues Virus kommt bestimmt. Ich will nur wissen, welche Rechte man uns dann wieder nimmt. Warum sind wir als Künstler nicht systemrelevant? Mit Filmen, Büchern, Mucke. Habt ihr den Lockdown überstanden? Ohne Lifehacks ist die Welt nur wie eine Show mit raus vom Band. Wir brauchen unsere Bühnen und nicht nur die eigene Wand. Wir brauchen Publikum, Direkte Kommunikation. Nicht verpixelte Gesichter und Stimmen mit verzerrtem Ton. Wird Virologie zur neuen Staatsreligion? Corona ersetzt das C für christlich sowieso längst schon. Vorsicht ist vernünftig, doch wird nur noch Angst geschürt. Wird die Angst auch irgendwann instrumentalisiert? Ich sitz vor meiner Großmutter, reich ihr wie dem Affen das Futter durch eine Scheibe aus Glas. Hey Leute, versteht ihr das? Darf sie nicht berühren, nur ihre Angst noch schüren vor dem Alleinsein der Einsamkeit, bis ein hygienischer Tod sie befreit. Und jeden Tag fragt mich meine Oma, ja, ist denn heute immer noch Corona? Das ist aber ganz wenig, was sich nur verändert, oder? Sehe ich das nur nicht? Aber zu der Erkenntnis, dass die Probleme dreier Menschen in dieser verrückten Welt völlig ohne Belang sind, gehört nicht viel.
Eines Tages wirst du's verstehen. Nein, nein. Ich sehe dir in die Augen, Kleines. Es fühlt sich voll viel an, wie ich drehe. Und ich schon am Ende. Nein, 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 nein. So kann ich nicht arbeiten. Ich habe aber eine Lösung. Um das Infektionsrisiko maximal zu minimieren, verzichten wir doch ganz auf Cast und Crew und ersetzen alle durch risikoarme Gruppen. Bitte Ruhe, wir drehen. Und bitte. Als Schwein leb ich schon lange mit der Angst vor der Schweinepest. Wir werden gleich geschlachtet. Bei uns kommt gar nicht erst ein Test. Test, 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 Test.